Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute die 900-jährige Geschichte von der Burg Rabenstein erzählen. Von Macht, Wandel und Wiedergeburt. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's! Hoch über dem Murtal, auf einem steilen Felssporn nahe von Leiten, erhebt sich die Burg Rabenstein, einer der eindrucksvollsten Höhenburgen der Steiermark. Ihre Geschichte reicht über 900 Jahre zurück und erzählt von Macht, Wandel und Wiedergeburt. Die strategische Lage war kein Zufall. Von hier aus konnte der wichtige Verkehrsweg zwischen Graz und Bruck an der Mur kontrolliert werden. Händler, Reisende und Heere mussten diesen Weg passieren und mussten oft auch Zoll entrichten. Erbaut wurde sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts von Landfried der Ramenstein, einen Angehörigen des mächtigen Geschlechts der Eppsteiner. Ursprünglich trug die Burg den Namen Ramenstein, ein Name, der sich erst später zu Rabenstein entwickelte. Im 13. Jahrhundert tauchte ein weiterer bedeutender Name auf: Hadnit Schenk von Ramenstein, der zwischen 1240 und 1276 hier seinen Sitz hatte. Die Burg war damals nicht nur Wohnsitz, sondern auch militärischer Stützpunkt und Verwaltungszentrum.
Im Jahr 1405 wird erstmals zwischen einem oberen und einem unteren Haus unterschieden. Doch ein verheerender Brand im späten 15. Jahrhundert zerstörte die obere Burg vollständig. Sie wurde nie wieder aufgebaut. Die heutige Anlage geht daher hauptsächlich auf die untere Burg zurück. Im Jahr 1497 übergab der römisch-deutsche König Maximilian I. die Burg als Lehen an die Familie Harrach. Zu diesem Zeitpunkt war die Anlage bereits stark beschädigt, praktisch eine Ruine. Die Harrach ließen die Burg wieder aufbauen. Doch schon 1543 verkaufte Lienhard von Harrach die Anlage an Philipp von Breuner. Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, etwa um 1590, wurde die Burg im Stil der Spätrenaissance umgestaltet. Das dreigeschossige Gebäude an der Ostseite und Teile des Südtrakts stammen aus dieser Zeit. Im 17. Jahrhundert begann einer der prächtigsten Bauphasen. Unter der Familie Trautmannsdorff, insbesondere ab 1661, wurde die Burg Rabenstein barockisiert. Es entstanden der große und der kleine Rittersaal, beeindruckende Räume, die bis heute erhalten sind. Die kunstvollen Stuckarbeiten stammen vom italienischen Künstler Alessandro Siriegno um das Jahr 1670. Sie zählen zu den bedeutendsten barocken Ausstattungen in der Steiermark. Nach den Trautmannsdorfer wechselte die Burg mehrfach den Besitzer. Familie Dietrichstein, später weitere Adelsgeschlechter wie die Windisch-Graetz und die Wagensberger. Doch mit der Zeit verlor die Burg Rabenstein an Bedeutung.
Im frühen 19. Jahrhundert stand die Burg Rabenstein in Fronleiten kurz vor dem Verfall. Die einst stolze Anlage war nahezu eine Ruine geworden. Die Wende kam im Jahr 1866. Der Wiener Schlosshauptmann Ludwig von Montoya erwarb die Burg und ließ sie umfassend restaurieren. Damit begann eine neue Epoche. Im Jahr 1887 ging die Burg in den Besitz der industriellen Familie Reininghaus über. Unter der Brauimperiumsfamilie wurde die Burg weiter gepflegt und teilweise auch als Hotel genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage um ein Gästehaus erweitert und für Veranstaltungen genutzt. Doch auch diese Nutzung konnte den langfristigen Verfall nicht vollständig aufhalten. Weitere Besitzerwechsel folgten. 1981 Familie Lichtenstein, 1983 Verkauf an die Steirische Elektrizitätsgesellschaft, kurz STEG. Die Burg wurde nun verstärkt für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Im Jahr 2005 begann ein neues Kapitel. Der Grazer Unternehmer Werner Hochegger kaufte die Burg als bereits 45. Besitzer. Bis 2009 ließ er die Anlage aufwendig sanieren und modern erweitern. Ein Panoramalift, neue Gebäude
und moderne Technik verbinden heute Vergangenheit und Gegenwart. Die Burg wurde zu einem exklusiven Event-Location für Hochzeiten, Konzerte und Seminare. Nach dem Tod von Werner Hochegger im Jahr 2018 ging die Burg an seinen Geschäftspartner Jürgen Unterreiner über. Heute wird sie weiterhin als kultureller und wirtschaftlicher Ort genutzt und ist ein beliebter Veranstaltungsort. Aktuell steht die Burg Rabenstein in Fronleiten sogar zum Verkauf. Ein echtes historisches Juwel mit einem Preis von 9,95 Millionen Euro. Burg Rabenstein ist mehr als nur ein Bauwerk aus Stein. Sie ist ein Spiegel von fast 900 Jahren Geschichte, geprägt von Adel, Krieg, Verfall und Wiedergeburt. Ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart auf eine einzige Weise verschmelzen. Und während die Mur tief unten vorbeifließt, bleibt die Burg wie seit Jahrhunderten wachsam auf ihren Felsen stehen. Ja, das war das Video und die Geschichte von der Burg Rabenstein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Go Traveler. Also, ciao.